Hi, ich bin Bennett und das hier sind die 5 wichtigsten Gründe, die für und gegen Kalimoto als Motorradnavigation sprechen. Vorteile. Ich finde, der Kurvenalgorithmus von Kalimoto ist aktuell am meisten ausgereift. Der macht am wenigsten Fehler, schickt dich am wenigsten einmal um den Block, hat am wenigsten Dinge, wo ich manuell noch irgendetwas nachjustieren muss, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass der Kurvenalgorithmus eigentlich immer eine geile Strecke findet. Ich habe ihn außerdem noch in 2 Stufen, kurvig und superkurvig. Und superkurvig bringt in den meisten Regionen der Welt keinen wirklichen Vorteil. Für manche Regionen macht es dann aber doch Sinn, je nach Geografie. Zum Beispiel im Harz sind die Routen, die superkurvig raussucht, schon ein bisschen anders als die kurvig raussucht, und wenn man da halt viel unterwegs ist, dann ist es einfach schön, einfach auch mal eine andere Option zu haben. Der Hauptpunkt dabei ist, es ist halt wahnsinnig wenig aufwendig, gute Strecken zu finden. Das macht den Algorithmus einfach aus. Zweitens, Kartendarstellung und POIs. Ich persönlich finde, dass die Kartendarstellung, gerade was die Farbgebung und die Tatsache, wann werden welche Straßen wo eingeblendet, bei Kalimoto einfach am gelungensten ist. Also ich finde mich am besten als Motorradfahrer, finde ich mich am besten in Kalimoto zurecht, wenn ich Straßen suche, wenn ich Regionen suche, wenn ich mir überlege, wo ich langfahren will, was wird mir in welcher Zoomstufe angezeigt, wie sehe ich auch, welche Kurven oder welche Straßen besonders kurvig aussehen. Das ist total gut, wenn man halt einfach so ein bisschen planen will und wenn man sich einfach gut orientieren will in der Region, in der man gerade ist. Plus, die POIs finde ich bisher bei Kalimoto auch am gelungensten. Also ohne die Bergpässe zum Beispiel macht eine Straßennavigation für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist das geilste Feature, dass man hier einfach sagen kann, hey, ich will hier irgendwo im Süden von Bayern über die Grenze fahren und ich sehe hier einfach, wo die Bergpässe sind. Wenn man auf den Bergpass hochfährt, ist da halt meistens immer irgendwas kurvig. Da gibt es meistens schöne Aussichten und ich kann mir einfach die Punkte raussuchen und ganz, ganz entspannt, ohne viel Aufwand irgendwas planen. Plus, es gibt neben diesen Bergpässen halt auch noch ganz, ganz viele POIs, die ich für Motorradfahrer einfach sinnvoll finde. Klar, nicht jeder Campingplatz, den Kalimoto jetzt in den Kartendaten hat, existiert vielleicht noch. Aber wenn ich einen finde, der dann auf meiner Route ist, kann ich ja nochmal doppelt checken, ob es den bei Google auch noch gibt. Ich persönlich mag noch die Motorrad-Parkingplätze super, super gerne. Die sind jetzt vielleicht nicht in jeder Situation unbedingt brauchbar, aber gerade in Innenstädten, gerade in Südeuropa, ist das mega praktisch, wenn ich jetzt einfach nur in Triest einfach mal irgendwo anhalten will, weil fahre ich vielleicht nur durch, will ein Eis an der Promenade essen oder so. Und ich kann euch einfach sagen, dass gerade in Italien, in den Innenstädten, einfach mal ein Motorrad irgendwo auf den Seitenstreifen stellen. Erstens kann es sehr klein sein, da findet man mit einer fetten GS nicht unbedingt Platz. Und zweitens, schneller irgendwo eine Strafe bezahlt hast du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben, weil vieles ist kamerageschützt und es gibt diese Motorradparkplätze, die sind meistens sogar umsonst, zum Teil sogar überdacht, und die sind halt einfach nur eine Seitenstraße weiter, wo man halt wissen muss, dass sie da sind, und viele davon hat Kalimoto hier einfach drin. Die kann man ansteuern und dann weiß man, dass man da halt gerade in den italienischen oder in den südeuropäischen Innenstädten kann man das Motorrad einfach parken. Ich finde das geil. Der dritte Grund, Webplaner und Synchronisation. Klar, das haben mittlerweile auch viele, aber irgendeine Route, die ich im Web plane, die ich hier wunderbar planen kann, mit unterschiedlichen Routing-Profilen, in unterschiedlichen Abschnitten, mit den ganzen POIs, die ich ansteuern will, kann ich einfach planen, speichern. Ich weiß, dass sie, sobald sie gespeichert ist, einfach zur Verfügung steht und ich kann sie später auf dem Handy wieder aufrufen. Ich kann sie einem Kumpel zeigen. Das ist alles, das funktioniert einfach reibungslos. Und das ist einfach super entspannt, damit halt einfach seine Touren zu planen. Der vierte Grund, CarPlay. Ich persönlich bin kein großer Befürworter dieser Konnektivitätssachen, schlichtweg, weil sie ganz viele Funktionen einfach nicht können, die ich unterwegs brauche und die ich halt einfach haben möchte. Aber für viele Leute da draußen ist so eine Konnektivität eines der wichtigsten Punkte, und Kalimoto kann halt einfach CarPlay, das ist für alle Apple-Nutzer schön. Weil ich das im Auto getestet habe, funktioniert das auch wunderbar. Es hat halt nicht alles, was man für CarPlay umsetzen könnte. Da könnte Kalimoto noch mehr machen, wenn es wollte. Aber insgesamt weiß ich halt auch einfach aus der Erfahrung heraus, dass nicht alles, was man bei Kalimoto in der App kann, wird man in CarPlay können. Und dann muss man doch immer wieder das Handy rausholen, und das ist halt einfach für mich nicht. Aber wer CarPlay hat, wer so ein Konnektivitäts-Capo-Ride-Display oder sowas nutzen möchte, für den ist das eine geile Sache, dass Kalimoto mit CarPlay funktioniert. Der letzte Grund, die blauen Linien. Ich liebe es einfach, dass
ich mir bei Kalimoto alle meine gefahrenen Touren anzeigen kann. Ihr seht, ich habe eine Zeit lang in München gewohnt, gute 6 Jahre, und da sind einfach wahnsinnig viele Strecken zusammengekommen, und die man halt schon öfter gefahren ist, gerade hier aus München raus, sind halt jetzt schon sehr, sehr dunkelblau bei mir. Aber gerade in den Dolomiten habe ich einfach meine gesamte Historie auf einen Blick sichtbar. Das ist erstens einfach geil. Ich gucke mir diese Karte einfach gerne an, weil ich das einfach geil finde, zu wissen, wo ich schon überall war. Ich finde es aber auch einfach geil, weil man halt eben dann relativ schnell entscheiden kann, oh, wenn ich wieder in eine Region fahre, in der ich jetzt schon öfter war, wo war ich denn noch nicht? Ich kann hier halt einfach relativ easy sehen, wo ich noch nie lang gefahren bin, und das ist halt einfach ein cooles Teil, und deswegen, wenn ich dran denke, versuche ich auch jede Tour, die ich auch jetzt fahre, egal ob sie jetzt Offroad oder Onroad ist, einfach mit Kalimoto aufzuzeichnen. Einfach dafür, dass ich die blaue Linie mit drin habe, damit ich einfach diese Karte weiter mit Inhalt befülle. Und ich das einfach cool finde, hier auf einen Blick zu sehen, wo war ich schon überall, wo bin ich in meiner Motorradkarriere schon überall gewesen, wie viel bin ich denn schon gefahren und wo war ich denn eigentlich schon überall. Also bei mir geht das wirklich von Osten Rumänien oder von Mittelrumänien bis hoch nach Dänemark. Also es ist einfach ein schönes Feature. Und wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Das würde dem Kanal sehr helfen. Kommen wir zu den Nachteilen. Der erste ist leider Verlässlichkeit. Kalimoto schafft es in unregelmäßigen Abständen immer wieder irgendetwas nicht zu können, zwischendurch irgendwas so schlecht zu machen, dass man es nicht gebrauchen kann. Das ist meistens nichts, was einen jetzt wirklich aufhält, aber es ist halt einfach irgendwas, wo man sich denkt, naja, dafür Geld zu bezahlen ist halt schon echt hart. Ich hatte es zum Beispiel mal, das ist allerdings schon Jahre her, dass wir doch spontan durch die Schweiz fahren wollten. Ich hatte mir die Karte nicht runtergeladen, ich wollte mir die Karte abends im Hotel noch laden, und dieser Offline-Kartendownload hat einfach nicht funktioniert. Kann man sagen, ja, vielleicht war das auch irgendwas vom Internet, aber nein, das war halt einfach damals ein Problem, dass der Offline-Karten-Download bei Kalimoto entweder langsam war oder schlichtweg nicht funktioniert hat. Und das ist halt in so einer Situation einfach nervig, wenn man dann halt wirklich darauf angewiesen ist, dieses Feature, für das man ja auch Geld bezahlt hat, zu brauchen und das dann einfach nicht nutzen zu können. Jetzt aktuell zum Zeitpunkt dieses Videodrehs ist es zum Beispiel so, ich plane aktuell eine Tour nach Barcelona, aber wenn ich die von München nach Barcelona plane, dann plant mir Kalimoto jetzt eine Fähre ab Genua damit ein. Und wenn ich die Option nehme, hier Route Settings, Avoid Ferries, dann mache ich Avoid Ferries an und dann passiert genau gar nichts. Kalimoto plant mir trotzdem immer noch die Fähre von Genua nach Barcelona ein, obwohl ich da halt definitiv nicht fahren will. Ist das jetzt dramatisch? Wahrscheinlich nicht, weil ich kann einfach einen Via-Punkt setzen und komme da trotzdem irgendwie hin. Aber es ist schon ein bisschen nervig, wenn man halt einfach denkt, ja, warum geht das jetzt nicht? Zweiter Nachteil, Android Auto. Wie gesagt, ich persönlich bin A, sowieso auf Apple, und B, kein großer Fan von den Konnektivitätslösungen, aber es ist nun mal die Richtung, in die sich der Markt entwickelt, oder als Marktführer diesen Trend nicht mitzumachen, es ist halt einfach ein bisschen traurig und ein bisschen schwach. Irgendwann in Zukunft wird Kalimoto wahrscheinlich auch Android Auto machen, aber für jetzt ist es natürlich einfach für die Leute, die auf Android sind und Kalimoto mit einem Carpo-Ride-Display nutzen wollen, einfach super ärgerlich, immer noch viel Geld bezahlen zu müssen und auf dieses Feature verzichten zu müssen. Dritter Nachteil, für mich einer der Hauptgründe. Kein Offroad und ein ziemlich mieses GPX-Handling. Kalimoto funktioniert auf der Straße wunderbar, aber wenn man irgendwo ein bisschen abseits der Straße fahren will, und sei das halt wirklich ein erlaubter Weg, aber der ist halt irgendwie als was deklariert, was halt Kalimoto nicht als gute Straße wertet, dann hat man einfach komplett verloren. Und mit komplett verloren meine ich wirklich komplett. Wenn man sich hier anguckt, wir sind hier in Rumänien ein Stück des Trans-Euro-Trail gefahren, und ich habe die Strecke natürlich mit Kalimoto aufgezeichnet, weil ich will ja die schöne Route haben. Aber wenn ich mir diese Tagestour jetzt eben aufrufe bei Kalimoto, dann zeigt mir Kalimoto diese Route auch noch an, kann sie mir angucken, aber in dem Moment, wo ich diese Aufzeichnung bei Kalimoto wieder in eine Route umwandeln will, macht mir Kalimoto exakt das, was ich eben nicht will. Sondern obwohl Kalimoto diesen Track hier kennt, obwohl Kalimoto diesen Track selber aufgezeichnet hat, routet es mich bis zu Beginn der Strecke, wo Kalimoto sagt, hier ist es okay zu fahren, und dann soll ich einmal quasi außen rum und wieder bis zu dem Endpunkt fahren, an dem die Route quasi wieder enden würde. Also dieses Stück des Trans-Euro-Trail, der hier natürlich der interessante Part ist, den lässt mich Kalimoto einfach nicht fahren.
Egal was ich mache, selbst mit der Aufzeichnung, die Kalimoto selber hat, keine Chance. Und das ist natürlich für so eine Marktführer-App natürlich auch wieder ein bisschen schwach, dass halt nicht mal eine GPX-Datei, eine gleiche GPX-Datei, die ich da so reinschmeißen würde vom Trans Zero Trail, irgendwie fahrbar ist, sondern dass ich mir dafür immer noch eine andere App holen muss. Nachteil 4. Ich habe ja gesagt, der Kurvenalgorithmus ist der beste oder ausgereifteste, den es gibt. In 999 von 1000 Fällen. Es kann tatsächlich immer mal wieder passieren, dass Kalimoto für gewisse Nutzer einfach im Streckenauswahlverfahren versagt. In England zum Beispiel gibt es offizielle Straßen, die mit Kopfsteinpflaster ausgebaut sind, die aber eigentlich gar nicht für den Verkehr gedacht sind. Man darf da fahren, ja, aber diese Straßen sind eigentlich für die Bauern gedacht, um ihr Vieh von A nach B zu betreiben, um mit dem Vieh halt nicht die normale, ausgebaute englische Landstraße zu blockieren. Das heißt, diese Viehtriebwege, die offizielle Straßen sind, die man auch offiziell fahren darf, sind Kopfsteinpflaster, sind oft feucht und sind auf jeden Fall wegen dem Vieh immer dreckig. Egal mit welchem Motorrad, ob Enduro oder Supersportler, da will man einfach nicht langfahren. Und Kalimoto routet da halt manchmal gerne drüber. Das mag jetzt ein englischer Sonderfall sein, aber es kann dir halt in Deutschland auch mal passieren, dass Kalimoto eine Strecke raussucht, die halt einfach ein Schotterweg durch den Wald ist. Es ist eine offizielle Straße, die ist offiziell deklariert und Kalimoto routet mit Superkurvig da halt drüber. Mir persönlich macht das nichts aus. Ich finde das sogar cool und finde das witzig, wenn das mal passiert. Aber wenn ich mit einem Supersportler fahren würde, würde ich mich schon ein bisschen verarscht vorkommen. Auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass ich gerne mehr über Schotter routen würde, wo Kalimoto sich weigert, darüber zu routen, obwohl das auch offizielle Straßen sind. Die müssen nicht Teil von einem Trans Zero Trail sein, aber es gibt halt einfach Straßen in Portugal, wo alle fahren, es ist einfach nur keine ausgebaute Straße und Kalimoto routet nicht drüber. Es gibt also so Endpunkte und Sonderfälle, wo es mal passieren kann, dass der Algorithmus versagt und einfach nicht darüber routet, wo man fahren will oder über etwas routet, wo man definitiv nicht fahren will. Und wenn das passiert, dann gibt das dem Ganzen so einen bitteren Beigeschmack, wenn man sich überlegt, es ist halt der Marktführer und dafür ist er halt auch sehr teuer. Und das führt mich zum 5. Nachteil, der Preis. Kalimoto ist halt einfach sehr, sehr teuer. Ja, Kalimoto macht viele Dinge sehr, sehr gut, aber es hat halt auch ein paar Nachteile, nicht zuletzt die Verlässlichkeit, wo man sich echt überlegen muss, ist es das Geld wert oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mich dafür entschieden, dass es mir das Geld wert ist, weil es ist die schnellste Planung, es ist am komfortabelsten damit zu planen für mich, wenn ich auf der Straße fahren will. Das ist mir persönlich das Geld wert, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr noch irgendwelche Vor- und Nachteile habt, die ihr noch am wichtigsten seht, lasst es mich gerne wissen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.